Puh, hallo erstmal. Ja, heute geht es um ein etwas ernsteres Thema. Heute geht es um das Thema Tiercafés in Japan. Katzencafés sind ja allseits bekannt und sind auch schon seit vielen Jahren der absolute Renner. Mittlerweile gibt es sie sogar auch übersee. Ich war jetzt mittlerweile in 2 oder 3 Katzencafés schon und ich muss sagen, die Tiere dort wurden meiner Meinung nach gut behandelt. Ganz besonders wichtig war mir vor allem zu sehen, dass die Katzen immer einen Rückzugsort hatten. Und es wurde vor allem darauf geachtet, dass nicht allzu viele Besucher sich in dem Raum befinden, wo sich auch die Katzen ausruhen, entspannen oder herumtollen. In Katzencafés gibt es vor allem auch viele Kätzchen. Klar, diese sind natürlich das absolute Highlight des Katzencafés und ziehen dementsprechend viele Kunden an. In den Katzencafés, in denen ich bisher war immer ein Personal an der Seite des Kätzchens. Sprich, es wurde immer aufgepasst, dass das Tier nicht allzu sehr gestresst wurde. Die Tiere wurden allgemein auch recht gut gepflegt. Das waren so meine persönlichen Eindrücke bisher. Allerdings sind dies nicht die einzigen Tiercafés in Japan. Es gibt sehr viele exotische, wie ich erfahren habe. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es in Ikebukuro sogar ein Pinguin-Café gibt. Sprich, Leute genießen ihre Drinks und schauen derweil Pinguinen beim Schwimmen zu. In einem, wie es auf dem Foto aussah, sehr kleinen Becken. Eulencafés sind mittlerweile auch überall in Tokio verteilt. Die sieht man auch relativ oft. Und allgemein gibt es so viel Reptilien, Zeugs, bla, also mittlerweile wirklich alles. Also so weit könnte man eigentlich gar nicht denken, dass Tiere dafür für ein Café eingekauft werden. Aber wie sieht es eigentlich bei Ottern aus? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war noch nie in einem Ottercafé bisher. Ja, ich war neulich mit der Yoko in Ikebukuro unterwegs. Es war wahnsinnig heiß, es war irre heiß an dem Tag. Und wir sind nahe des Sunshine Cities an einem Ottercafé vorbeigelaufen. Wie es der Zufall so wollte, war sie bisher auch noch nie in einem drin. Und deshalb hatten wir einfach beschlossen, es uns einfach mal anzuschauen. Vorab haben wir uns den Flyer angeschaut. Aber wie ihr sehen könnt, es ist, man konnte sich nicht wirklich daraus einen Reim machen, wie es da drin aussieht. Da alles wirklich sehr süß gezeichnet war in diesem niedlichen Manga-Stil. Deswegen dachten wir uns, schauen wir es uns einfach mal an. Das Café hatte 3 Tierarten zur Auswahl. Igel, Flughörnchen und Otter. An der Rezeption musste man sich erstmal ein paar Regeln durchlesen. Also sprich, wie man mit den Tieren umgeht und bla. Also sprich, wenn man Fotos macht, dass man keine Blitze verwendet etc. Und hinterher konnte man sich aussuchen, welches der 3 Tiere man füttern möchte. Wir haben uns für die Otter entschieden. Danach mussten wir ein wenig warten, da erst alles vorbereitet wurde. Nach ein paar Minuten wurden wir in einen ziemlich hellen Raum geführt. Und vor uns auf dem Tisch war eine Kiste. Als das Personal diese Kiste öffnete, sahen wir einen kleinen Igel drin. Eigentlich, ganz ehrlich, hätte man da schon ein bisschen stutzig werden sollen, denn Igel sind nachtaktive Wesen. Klar, sie sind wahnsinnig süß, sie sind zuckerputzig und wirklich sehr niedlich. Aber da hätte eigentlich schon, hätte man sich denken können, ist eigentlich nicht so, der Hit. Das Personal hat den Igel dann in die Hand genommen, hat dann gezeigt, wie man ihn hält, wenn man ihn halten möchte und wie man ihn streichelt. Der Igel allerdings wollte eher auf Erkundungstour gehen, anstatt gestreichelt zu werden. Hinter uns waren Glaskästen, in denen viele kleine Flughörnchen drin waren. Über den Kästen waren so Plüschbeutel. Es gab blaue und rosane. Wie wir hinterher dann gemerkt haben, wurde immer ein Flughörnchen in eins dieser Beutelchen gepackt und den Kunden gereicht. Und man konnte es in der Zeit, in der es auf dem Tisch herumwuselte, dann auch streicheln scheinbar und aber das Tier war sehr quirlig, also ist es wirklich eher überall rumgekrabbelt und rumgesprungen, anstatt sich streicheln zu lassen.
Da wir ein Zeitlimit insgesamt von 30 Minuten hatten, wurden wir nach 15 Minuten schon in den nächsten Raum geführt. Ja, wir mussten uns dort erstmal anfangs die Hände desinfizieren und waren dann in dem Raum. Also es war tough. Ich habe das nicht so erwartet gehabt. Also wir waren halt in dem Raum mit den Ottern. Jeder Otter war einzeln in einem blauen, kleinen Käfig drin. Es gab lediglich 2 Becken, in denen ja jeweils ein einzelner Otter halt ein bisschen rumschwimmen konnte. Ja, man hatte dann so eine Glaswand mit so einem kleinen Loch drin und der Otter konnte dann halt ja seine kleine Tatze halt durchstrecken und man konnte ihn somit füttern. Aber es war wahnsinnig laut in dem Raum. Die Tiere haben sehr laut gefiebt. Immer wenn man sich einem Käfig genähert hat, sind die Otter halt aufgestanden oder haben nach einem gegriffen, aber haben ständig gefiebt und es war so ein beklommenes Gefühl irgendwie, weil die Käfige waren schon echt klein. Es war wirklich, wirklich nicht so schön anzuschauen. Ich hätte mir eher so ein Laufgehege irgendwie für die Tiere gewünscht, wo sie halt so ein bisschen wenigstens rumlaufen können. Aber so, sie waren schon wirklich sehr in diesen Käfigen eingepfercht. Klar, am liebsten wäre man da gleich wieder rausgerannt. Aber in dem Fall dachte ich mir, ich filme das einfach mal. Ich filme und zeige so mit den Leuten, die genauso wirklich gar keine Vorstellung von diesen Cafés haben, wie es da drin aussehen kann. Es gab noch 2 kleine Käfige auf einem Tisch, da waren Jungtiere drin, die haben aber die ganze Zeit über geschlafen. Mir war es halt schon irgendwie in erster Linie wichtig zu zeigen, wie das alles aussieht. Also es war echt ein nicht schönes Gefühl, sich da drin aufzuhalten. Es war wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist was anderes, als wenn man in einen Zoo geht. Zoos sind für mich zum Beispiel jetzt nicht so schlimm, weil ich mir denke, okay, sie dienen irgendwo auch der Arterhaltung bei gefährdeten Tierarten. Aber sowas in so wirklich ganz, ganz kleinen Käfigen, das ist echt nicht schön. Natürlich denkt man sich, oh, wie süß, die Otter, die sind wirklich zuckersüß. Otter sind so niedliche Tiere. Aber irgendwie macht es doch eher mehr Spaß, sie ja, in größeren Becken schwimmen zu sehen. Ich hoffe, das Video hilft denjenigen, die ja, vorhaben oder drüber nachdenken, in so ein Café zu gehen, vielleicht doch nochmal 5-mal vorher drüber nachzudenken, ob sie sowas wirklich unterstützen wollen. Ich war vor einiger Zeit auch schon mal in einem Eulencafé in Akihabara. Dort habe ich nämlich nicht gefilmt gehabt, weil das wirklich, also das war auch ganz, ganz bitter, dieses Café. Es war eng, es war klein, es war irre laut. Da war ein riesiger Bildschirm, wo irgendwie Zootopia oder irgendein anderer Disney-Film lief. Die Otter sage ich schon. Die Eulen waren angekettet, sie konnten nicht großartig rumfliegen. Die waren ständig irgendwelchen lauten Geräuschen ausgesetzt. Es waren halt sehr, sehr viele Störfaktoren für die Tiere irgendwie in diesem Café. Es war ganz, 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 ganz grässlich und ich wollte da wirklich überhaupt nicht filmen. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund, weil ich mir dachte, okay, ich denke mal, diesmal mache ich es einfach und zeige, wie sowas aussehen kann. Weil, ja, wie will man denn sowas wissen, wenn man so nie vorher drin war oder sowas sonst wo irgendwie, ja, im Internet sehen konnte. Die Tierhaltung allgemein ist in Japan manchmal wirklich nicht so artgerecht wie in anderen Ländern. Ihr kennt vielleicht auch die typischen japanischen Tierhandlungen. Da seht ihr meistens kleine, natürlich immer junge Tiere, weil ja Kindchenschema, das lockt die Leute an. Junge Welpen, ja, das war jetzt doppelt gemoppelt. Welpen, Kätzchen in ja, so kleinen Glaskästen, auch wirklich sehr klein und nur mit ein bisschen wenig Spielzeug drin. Ja, das ist auch nicht ganz das Wahre. Und was halt auch ein bisschen bittere Realität ist, es gibt ja auch sehr viele Streunerkatzen, auch besonders in Tokio. Und ja, es gibt zwar Einrichtungen, die diese Katzen aufnehmen und dann weitervermitteln oder sonstiges, oder auch Hunde, nur wenn es zu viele werden, ist es leider so, dass diese Tiere dann leider umgebracht werden.
Wow, das sind alles ganz, ganz düstere Themen. Ja, das ist halt so die Sache, die ich auch halt einmal in einem früheren Video erläutert habe. Japan ist ein tolles Land, nur es ist nicht alles Gold, was glänzt, wie ihr seht. Und ich habe das Gefühl, dieser Tierkaffee-Boom geht irgendwie immer und immer weiter. Mittlerweile habe ich auch neulich irgendwie ein Plakat zu einem Fennec-Café gesehen, also diese süßen Wüstenfüchse. Irgendwo mitten in der Takeshita-dori in Harajuku, was halt mal ja so einer der vollsten Touri-Plätze hier überhaupt in der Gegend ist, so neben Asakusa und sonst wo. Und da irgendwelche Fennec in Cafés zu halten, die eigentlich in die Wüste gehören, ich denke, die sind in der Wüste besser aufgehoben als irgendwo in kleinen Kästen. Ja, es ist jetzt wirklich schwer, da ein Schlusswort zu finden. Letzten Endes klar, es entscheidet jeder selbst, für was er sein Geld ausgeben möchte, aber ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen irgendwie Klarheit in Richtung vor allem Eulencafés und Ottercafés bringen. In diesem Sinne, das nächste Video wird wieder ein bisschen positiver. Also, ja, wenn es euch gefallen hat, ja, wie kann es da einem gefallen? Nein, sagen wir mal lieber so, wart ihr mal in einem exotischeren Café, also jetzt Katzencafé mal ganz ausgeschlossen, wart ihr schon mal in so einem Café, dann schreibt es doch mal ganz gerne in die Kommentare und es würde mich echt interessieren, wie mal, ja, so euer Eindruck davon war. In diesem Sinne, also, ja, drückt euer Haustier, falls ihr eins haben solltet, ganz lieb an der Stelle und bis zum nächsten Video.